Heute ist der Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Heute ist der 1. Oktober. Ja, wir dürfen voraussichtlich jetzt nachher unser Auto abholen. Also jetzt kommt gleich der Herr Kurt Müller. Escort-Service, wo uns zum Hafen bringt. Gestern hieß es, nach dem was Sie wissen, ist das Auto da und bereit zur Abholung. Jiggity check, sag bam, bam, jiggity check, ja, yeah. Ist der Rhythmus meines Lebens. Hallo. Finally! Wir sind in Antwerpen, und das heißt? kurz vorm Hafen. Und ja, wir dürfen morgen unser Wohnmobil zum Hafen bringen, damit es aufs Schiff kommt, nach Baltimore. Jetzt ist endlich soweit. Wir Ja. können es selber gar nicht glauben, gell? So viel Organisiererei und Dokumente und Formulare und schlag mich tot. Erzählen wir aber alles nachher später im Video. Genau. Ne, wir sind hier auf einem super schönen Campingplatz, hier ist schön ruhig. Wir konnten auch noch am Auto alles machen, wie wir es braucht haben und wie es sein muss nachher. Ja, alles gut Vorbereitung. Ja. Wir haben da eine ewig lange Liste gekriegt. Das erzählen wir euch auch, was wir alles machen müssen, damit das Wohnmobil bzw. das Lastwagenleer aufs Schiff darf. Ja, wie schon gesagt, es war organisatorisch ein bisschen ein Aufwand. Man hat da einiges an Papieren, was man kriegt vorher, was man ausfüllen muss. Angefangen hat natürlich alles, dass wir erstmal eine Transportgesellschaft gesucht haben, die Preise angefragt haben. Wir haben, glaube ich, bei 3 angefragt, Auch verglichen. auch verglichen und schlussendlich haben wir uns dann für Seabridge entschieden. Die waren zwar nicht die günstigsten, aber da hat die Kommunikation einfach super funktioniert. Ja, bei Seabridge ist so, dass man wirklich jemand hat, den man ansprechen kann. Und die haben uns echt toll durch das ganze Papierding geholfen. Die haben auch, wenn wir Fragen hatten oder sonst was, also da waren die wirklich großartig. Ja, also und man hatte immer den gleichen Ansprechpartner. Ja. Also nicht irgendwie, man ruft einmal an, dann ist der Herr Müller dran und dann ruft man nochmal an, dann ist ein anderer, sondern Ja, immer, das hat gut funktioniert. immer der gleiche. Eben, dann hat alles angefangen. Wir haben hier dann das Angebot bekommen, was es kosten wird. Unser Auto hat ein Volumen von 53,5 Kubik, also es wird nach Kubikmeter berechnet. Und die reinen Frachtkosten mit Gebühren lagen bei 3.500. Was noch dazu kommt, ist dann die Transportversicherung. Die ist freiwillig, wir haben sie dann aber auch abgeschlossen. Und noch die Gebühren in Amerika am Hafen. Also so ungefähr alles zusammen bei 4.200 bis 4.400, was es die ganze Aktion gekostet hat. Wenn man das dann alles sagt, man macht das, dann bekommt man so ein Buchungsformular, da schreibt man dann die ganzen Autosachen rein, die Passagiere, wem was gehört, Zulassung, alles Mögliche. Dann bekommt man noch Papiere für die amerikanischen Behörden. Muss man dann alles auf Englisch ausfüllen, ja, einfach damit die schauen können, ob das Auto in Amerika bewegt werden darf, ob es den Abgasnormen entspricht. Und ja, dann kriegt man von denen irgendwann so ein Data Freight Receipt, das ist auch so ein Papier. Ja, das sind schon ein paar Sachen. Und das hier ist es. Und das braucht man dann, um in Amerika das Auto abzuholen. Da steht dann drin, dass die Genehmigungen und alles gemacht sind. Und Das ist eigentlich das Wichtigste. ja, gell? das ist Eben. das Wichtigste, dass man das nachher hat. Ja, aber Seabridge hat auch den Vorteil, du kriegst zwar viel Papierkram, aber der Papierkram ist echt überschaubar. Also es ist wirklich gut erklärt, man kann es gut ausfüllen und auch von Anfang bis Ende. Also sie beschreiben dir wirklich, was man beachten muss, was man im Auto haben darf und was nicht, was der Zoll zulässt und was nicht. Und dann wirklich auch sogar sehr nett, wenn man Ankunftshafen ankommt, wo man übernachten kann, wo es zum Hafen geht. Also wirklich top. Also das war eine große Hilfe. Das war eine große Hilfe. Also man hatte Ausfüllmuster und alles, also selbst wenn man kein oder wenig Englisch kann, ist das echt gut zu machen. Ja, also wie gesagt, es ist unglaublich viel im Vorfeld. Tipp, man sollte eigentlich rechtzeitig anfangen. Wir sind da sehr gut. Wir haben sogar 6 Monate vorher angefangen, aber es reichen 3. Und die Formulare kamen dann erst 6 Wochen davor. Ja. Also das war für uns ein bisschen nervig, weil wir einfach ja, von der Zeit her einfach dachten, man braucht viel, aber es ist alles machbar und es ist gut zum Handeln. Ja, funktioniert echt super. Es ist, wie du sagst, es war halt blöd, weil man fängt ja an zu planen, den Flug, das Hotel vor Ort, weil man ja auf das Auto wartet und alles, und man kriegt eigentlich dann erst 4 Wochen bevor das Auto aufs Schiff geht, definitiv gesagt, hey, okay, der Termin
den wir mit euch ausgemacht haben, der steht so, das funktioniert alles. Also so lange hängt man in der Schwebe. Ja, und das ist auch ein bisschen anstrengend, also nervig für uns gewesen, weil, wie Christian gesagt hat, man kriegt die Zusage, dass man gebucht hat, aber nicht die Bestätigung, dass man aufs Schiff darf. Also man hat dann, wie Christian schon gesagt hat, das Hotelzimmer gebucht und verschiedene Sachen schon organisiert. Das ist ein bisschen, wo man einfach sich damit klarkommen muss, dass es vielleicht nicht klappt, aber wir sind davon ausgegangen, dass es klappt und das funktioniert dann auch gut. Also, genau. Es war halt, also für uns war eigentlich der Punkt, wo wir alles nochmal umschmeißen wollten, das war glaube ich 5 Wochen vorher oder sowas, haben wir eine E-Mail gekriegt, dass kurz vor Frankreich so ein Kahn untergegangen ist mit dem Zeug drauf und sie haben da die Grimaldi, mit denen wir verschifft haben, die haben komplett neue Vorschriften rausgebracht und das hat zum einen beinhaltet, dass keine, also angebrochene Gasflaschen durfte man mitnehmen, auch Gastanks konnte man mitnehmen, aber die mussten am Hafen gereinigt werden und man hat dann so eine Bestätigung gekriegt von der Reinigungsfirma, das hat glaube ich 70 € hätte es gekostet und die musste innerhalb von 24 Stunden musste das alles passieren, weil sonst die Bestätigung wieder abgelaufen war. Das war mal das eine, wo wir gesagt haben, egal, wir haben keinen Gastank. Aber das andere, was uns wirklich belastet hat, war, dass sie dann wirklich darauf bestanden haben, dass man alle Schlüssel abgibt, dass die jederzeit freien Zugang zum ganzen Auto hatten. Und da hatten wir zwar wirklich zu kämpfen, weil das ist wie, als wenn du einem Fremder deinen Haustürschlüssel übergibst und sagst, hier ist mein Haus, hier ist meine Wohnung, hier ist freien Zutritt. Und dann haben wir zwar schon überlegt, ob wir das überhaupt machen und das war für uns dann wirklich schwer, weil, wie gesagt, du hast deine ganzen Sachen im Auto und du gibst den Schlüssel irgendeinem wildfremden Typen. Ja, und das war krass. Aber das war echt krass. Ich habe dann angerufen und habe gesagt, ja, wie heißt denn dann der Verantwortliche, wo unseren Schlüssel hat? Dann haben sie gesagt, da gibt es keinen, also man hat keinen Namen oder so. Das ist nicht, dass jetzt der Herr Müller den Schlüssel kriegt, sondern man gibt das Auto am Hafen ab und lässt einfach alle Schlüssel stecken. Ja. Und die stecken da drinnen dann, bis du das Auto in Baltimore abholst, stecken die einfach im Auto. Und das ist auch, was ihr beachten müsst, beziehungsweise klarkommen müsst, wo wir zu kämpfen hatten. Es fühlt sich keiner verantwortlich. Und egal, wen du fragst, die sagen, nee, es passiert nichts, ist noch nie was passiert, kann vorkommen. Und wir verstehen das, weil sich keiner verantwortlich fühlen kann, weil wer soll denn das übernehmen denn, wenn was passiert? Also das ist wirklich ein ganz großer Knackpunkt. Ja, wir haben dann versucht, das umzuschmeißen, wollten dann erst nach Panama verschiffen, wäre aber viel teurer gewesen. Dann haben wir überlegt, andere Abfahrthäfen in Deutschland zu wählen, wäre Bremen oder Hamburg in Frage gekommen, aber halt erst einen Monat später oder 3 Wochen später. Und dann hätte es einfach mit dem Datum und so nicht mehr gepasst. Und zum Schluss haben wir gesagt, komm, no risk, no fun. Haben die Werkzeuge, die wichtig waren, alles unter das Bett versteckt. Die Elektronik haben wir gar keine mit verschifft. Die haben wir alle in dem Koffer mitgenommen und was sehr wichtig war. Und ja, da haben wir für uns die Lösung gefunden. Genau. Also wie gesagt, es kann dir keiner versichern, ist ja auch logisch, aber damit muss man leben. Ja. Also die Schlüssel mussten wir dann abgeben. Ja. Und dann haben wir halt das Auto noch vorbereitet. Also man bekommt von Seabridge, wie du schon gesagt hast, alles super aufgelistet, wie das im Auto aussehen sollte, wie man alles befestigen muss. Also wir durften keine Gewürze mitnehmen. Das heißt, keine Lebensmittel allgemein, keine also Lebensmittel, null, keine dann Erde. muss alles seetüchtig verstaut werden. Da hat Ascha dann innen drin alles mit Schaumstoff und Karton und alles ausgekleidet. Und ich habe außenrum alles fest verzurrt und das Moped in der Garage nochmal extra fest gemacht. Und ja, sie schreiben bis 8 Meter, weil muss man rechnen, dass das alles fest ist. Also Ja. Für einen Laie sagt das nicht viel, aber Ja, und es muss alles blickdicht verstaut sein. Das heißt, man darf zum Beispiel nichts in den Gängen oder sowas deponieren. Also es muss alles hinter verschlossenen. ja, in den Schränken In drin den Schränken. stehen. Ja, genau das. Ja. Aber das ging bei uns sehr gut. Also Ja. das war gar kein Thema. Ja, nee, das hat gut geklappt. Mhm. Ja, und dann haben wir es nach Antwerpen gebracht, Ja. sind dann Hafen gefahren, davor noch gewaschen, sind dann Hafen gefahren. War gut zum Finden, die Beschreibung war auch in Ordnung. Wir sind erst ein bisschen anders rumgefahren, aber wenn man sich nicht auskennt, sind dann an dem Hafen da in das Bürogebäude rein. Und das war dann wirklich ganz einfach. Ja. Also wir sind an den Hafen gekommen und ich glaube innerhalb von 10 Minuten waren wir fertig. Ja. Also du gehst dahin mit deiner Warnweste, das musst du auf jeden Fall anziehen, hast deine ganzen Papiere dabei, waren super freundlich, super nett.
die haben dir auch geholfen und dann sind wir durch die Schranke und jetzt kommt's. Wir haben das Auto geparkt und dann haben wir gefragt, ja und was? Und dann hat er gesagt, ja, ihr seht zu, dass ihr macht bitte Bilder und so, bevor ihr wegfahrt und dann könnt ihr den Zündschloss einfach drinnen lassen und die Tür offen. Ja. Und dann war es halt komisch, weil es zu uns geheißen hat mit den Schlüsseln von dem Wohnraum auch. Den Schlüssel wollte dann aber keiner. Und dann haben wir gesagt, okay gut, wenn da keiner will, ist uns recht, nehmen wir den mit. Haben uns aber dann nochmal mit Seabridge rückversichert und mit denen dann ausgemacht, dass wir den Schlüssel für den Raum hinten einfach verstecken vorne und ihnen eine Beschreibung schicken, dass wenn der Zoll oder so da ran will, dass die den dann finden. Und wir haben dann im Notlicht haben wir die Birne raus und dann hinten drin, also die hätten lang gebraucht, um ihn zu finden, aber egal. Aber Ende vom Lied war, wir hatten uns so einen Kopf gemacht und haben gedacht, oh meine Güte. Und was war? Zum Schluss hat es keinen interessiert. Ja, von daher. Ja. Es hat auch, das Gewicht hat, also doch auf die Waage sind wir gefahren. Wir haben ihn nochmal gewogen, bevor wir los sind. Das war super, da waren wir bei 7100 Kilo, noch mit Wasser und Diesel drin, also gewichtmäßig echt super. Und er hat so obligatorisch ein bisschen nachgemessen. Aber es war so einfach. Wir sind da rein, raus. Es war echt wirklich, wirklich einfach. Baltimore hatten wir uns deswegen ausgesucht, weil es erstens günstig war. Und wir wollten eher an der Ostküste runter zu den Südstaaten und hatten uns im Vorfeld gar keinen so einen Kopf gemacht. Gell? Wir haben nicht groß geschaut, was die Stadt hat oder Besonderes. Oder. Ja. Wir haben halt im Inner Harbor gebucht. Das war uns wichtig, weil das war klar, Hafen, damit wir ganz nah hatten, das Auto zu holen. Aber ansonsten, ja, haben wir uns einfach überraschen lassen. Also der Inner Harbor ist wirklich zu empfehlen. Da kann man sich wirklich den Tag vertreiben. Es gibt viele Restaurants. Da war noch das Museum, genau. Mit dem Kino dabei. Ja. Und ja. Also wirklich zum Empfehlen. Ja. Aber wir hatten ja nicht nur Freizeit und Zeit, uns da in der Stadt rumzutreiben, sondern wir haben ja noch das Auto organisiert und wir hatten noch eine andere wichtige Mission. So, wir befinden uns immer noch im Albtraum Gepäcksuche. Dadurch hieß es durch die Lautsprecher, dass wir am Montag unser Gepäck abholen können. Kopflos wie wir sind, losgefahren an den Airport, keiner da. Jedenfalls ist das Problem, dass das Thomas Cook Condor bankrott, irgendwie keiner weiß, was los ist. Auf jeden Fall haben wir endlich eine Telefonnummer gefunden, dann rufen wir da an und sagt er, ja, der letzte Flug von Deutschland nach Amerika ist gerade raus, der ist auch abgeflogen und jetzt können wir nur hoffen, dass dein Gepäck da drauf ist. Wir lassen euch wissen, ob es dann geklappt hat oder ob Christian komplett neues Zeugs braucht. Ja. Weil er ist in Klamotten seit 2 Tagen. Ja, ist nicht so schön. Abends sind wir dann nochmal zurück zum Flughafen, da die Schalter wieder erst um 4 aufmachten. Ja. Und dann war auch jemand da und zwar hieß der, glaube Paul oder so. Paul, ja. Und der war dann wirklich super nett. Also der hat dann auch gesagt, hey Leute, ich verstehe euch. Und wir haben dann ein bisschen mit ihm geredet und dann haben wir gesagt, unser Koffer bzw. dein Rucksack sieht blau aus, weil er war dafür verantwortlich, das ganze Gepäck durchzusuchen. Und er hat von allen Leuten den Anschiss bekommen. Also der arme Kerl, er hat gesagt, wir sind so die Ersten, wo ein bisschen normal mit ihm reden. Aha. Und die anderen waren einfach alle nur angepisst und haben ihn runtergemacht. Und er konnte ja gar nichts dafür. Ja, aber er hat jetzt die ganze Verantwortung, den letzten Flug von Frankfurt, das ganze Gepäck durchzusuchen. Alleine. Und er war so lieb, er hat gesagt, Leute, ja, ich halte nach eurem blauen Riesenrucksack Ausschau, aber es kann natürlich dauern und er wird sich dann melden bei uns. Genau. Und dann haben wir ihm die Telefonnummer gegeben. Ja, und was war? Wir mussten halt zurückfahren und hoffen, dass... Ja, waren zweimal am Flughafen an dem Tag umsonst. Sind dann wieder in den Zug, wieder zurück, weil wir wollten halt auch vor Dunkelheit wieder im Hotel sein, weil
fremde Stadt und kennt man nicht so. Und es waren echt komische Gegenden auch da bei unserem Hotel. Ja. Und dann lagen wir im Hotel und wir haben eigentlich schon so ein bisschen angefangen zu planen oder zu überlegen, ja, wo kaufen wir wieder Sachen ein. Wir haben dann der Fluggesellschaft geschrieben, wie das aussieht mit den ganzen Kosten und haben eigentlich schon damit abgeschlossen gehabt, dass der Rucksack noch auftaucht. Und was war? Um 9:30 hat Paul angerufen und hat gesagt, Leute, ich habe euren Rucksack. Und wir so, nee. Und er so, doch. Aber er war fix und fertig. Er hat irgendwie gesagt, er geht jetzt in Urlaub, er hat keinen Bock mehr. Und er lässt uns aber die Nummer von seiner Kollegin da. Und er hat uns noch angeboten, wenn wir wollen, können wir ihn jetzt holen. Und wir dachten so, 9:30 nachts in Baltimore mit dem S-Bahn wieder zum Flughafen. Nee, das machen wir nicht. Und dann haben wir Danke gesagt und haben gesagt, wir holen es morgen. Und wir waren echt super erleichtert. Wir haben ja nicht damit gerechnet, dass wir diesen Rucksack jemals wiedersehen. Ja, dann sind wir seelenruhig eingeschlafen und am nächsten Morgen ging es ja erstmal los, dass wir das Auto geholt haben. Heute ist der Tag, auf den wir so lange hingearbeitet haben. Heute ist der 1. Oktober. Ja, wir dürfen voraussichtlich jetzt nachher unser Auto abholen. Also jetzt kommt gleich der Herr Kurt Müller. Escort-Service, wo uns zum Hafen bringt. Gestern hieß es, nach dem was Sie wissen, ist das Auto da und bereit zur Abholung. Jetzt warten wir mal, die öffnen um 9. Ja, das mit dem Escort-Service war schön geplant und auch schön gedacht. Also das ist der Kurt Müller. Ja. Er verlangt $200, damit er einen am Hotel abholt, mit einem an den Hafen geht, in den Hafen reingeht, bei den Papieren hilft und dann das Auto aus dem Hafen holt. Also es schien uns angemessen dafür, dass sich jemand so viel Zeit nimmt und den Aufwand macht. Leider hat bei der Kommunikation das mit dem Datum habe ich das irgendwie verbockt. Also ich habe irgendwie immer Dienstag der 2. geschrieben und er dachte Mittwoch der 2. Irgendwie so haben wir das vertauscht. Auf jeden Fall standen wir dann vor der Entscheidung, was machen wir jetzt nun? Ja. Warten wir noch mal einen Tag und gehen mit Kurt Müller zum Hafen oder machen wir es selber? Und dann haben wir entschieden, das machen wir selber. Ja, also wenn es jemand anders kann, können wir es auch. Außerdem wollten wir nicht mehr in dem Hotel bleiben. Genau. Dann haben wir ein Taxi bestellt. Ja. Und dann hat er uns auch zum Hafen gefahren und es war dann alles wieder in Ordnung. Ja, hat uns dort raus. Wir sind dann in das Bürogebäude rein. Das war auch gut beschildert, also das ist auch ein Pluspunkt gewesen. Also man findet die Sachen wirklich gut. Ja, sind dann rein. Der Papierkram war super, Ja. ganz einfach bezahlt. Die Formulare wurden ruckzuck ausgefüllt. Das war so, dass sie extra einen kleinen Wartebereich haben. Also du wirst da mit Kaffee versorgt und mit Wasser. Und Christian ist dann runter. Die haben dann jemand für ihn organisiert, der mit ihm dann in den Hafen geht. Ja, also es war super easy. Also ich meine, wir hatten viel Gepäck dabei, aber es war echt kein Problem, das da zu lagern und dass einer wartet. Also man muss es nicht im Hotel lassen und dann das Auto holen und wieder ins Hotel. Man kann das ganze Zeug einfach mitnehmen und dorthin stellen. Das hat niemand gestört. Jedenfalls haben die uns dann einen anderen Escort-Service geholt, weil man in den Hafen nicht rein darf ohne. Der hat mich dann unten abgeholt, bin dann da reingehockt. Das war eine jüngere Frau, mit der ich dann in den Hafen bin. Und dort sind wir dann wieder in ein anderes Gebäude, da hat man dann noch mehr Papiere gekriegt. Also es war so ein Hin und Her. Sie haben dann gefragt, haben Sie das Papier? Und da habe ich gesagt, ja, habe ich dabei. Sehen wollte es aber dann doch keiner. Dann hat man wieder irgendwelche anderen Sachen gekriegt und keine Ahnung. Zum Schluss wurde uns dann in dem Gebäude gesagt, hier Parkplatz so und so. Und also in Amerika ist es einfach echt riesig. Also Antwerpen war schon groß, aber die Parkplätze da riesig. Riesige Traktoren, Wohnmobile. Leider durfte man wieder nicht filmen da drinnen. Ich habe dann nachher noch ein verstecktes Video gemacht. Geschafft. Er ist hier, es ist alles drin. Keine Kratzer, Dellen oder sonst irgendwas, was ich jetzt hier sehe auf die Schnelle. Ich bin immer noch im Hafen und muss jetzt warten, bis wir die restlichen Papiere kriegen. Ja, dann fahren wir mal zur Tankstelle und holen die Asche ab. Ich war so erleichtert und so glücklich, dass das Auto, dass ich es gesehen habe und dass es da war. Also ihr könnt euch das nicht vorstellen, was da in einem vorgeht. Nach der ganzen Prozedur und allem. Ja, und unser Eins hockt dann im Büro, hat sich schon darauf eingerichtet, dass es der ganze Tag geht. Und wie gesagt, es war wirklich, die machen es einem wirklich angenehm. Aber du warst nach einer Dreiviertelstunde oder so wieder da. Genau, ja. Freudestrahlend und wir waren einfach nur froh. Ich habe dann Asche oben rausgeholt. Sie hat dann auch gestrahlt und war erleuchtet.
Und wir sind dann zum Auto und haben die Nummer angerufen, weil wir ja immer noch unseren Rucksack wieder haben wollten. Geschafft! Und wir sind so glücklich. Wir haben alles, unser Auto, unseren Rucksack, alles. Alles. Jetzt geht's los. Rucksack haben wir gerade noch holen können. Ja. Da stand der falsche Name drauf irgendwie, keine Ahnung. Irgendwas Spanisches. Laura Maria Vargas. Ja. Aber so rum hätte es eigentlich So rum angucken sollen. Aber wie gesagt, wir sind einfach nur glücklich. Wir haben alles. Jetzt gehen wir einkaufen, vor allem Bier. Oh ja, da müssen wir einheben. Suchen uns einen Platz für die Nacht oder so. Jo. Und dann Dann müssen wir entscheiden wir, was wir machen. Ja, alles umräumen und so wieder, bis wir. Ja. Schauen wir mal. Okay, dann. Abfahrt! Jetzt konnte es ja endlich losgehen. Und unsere Mission hieß Süden immer Richtung Sonne. Ja, wie das weiterging und wo wir dann schlussendlich in der Nacht übernachtet haben, das seht ihr im nächsten Video. Schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank fürs Einschalten. Bleibt weiter dabei. Klickt auf Abonnieren oder gefällt mir, dass wir ein bisschen wissen, wie euch die Videos gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, wenn ihr eine Frage habt, gerade zur Schifffahrt und so, weil das ist so umfangreich, man kann das nicht einfach in ein Video packen. Wir freuen uns über jede Anregung, Wünsche, Kommentare. Ja, in dem Fall bis zum nächsten Mal.